Moin moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Und mit dem heutigen Video habe ich eine sehr interessante Thematik für euch parat, die ja vielleicht den einen oder anderen interessiert. Es ist auf jeden Fall ein neuer Undercover Stern am SF-Himmel, der den Olymp, die Spitze des Eisbergs erklimmen möchte. Und das werde ich euch auf jeden Fall mal zeigen. Aber bevor das Ganze losgeht, möchte ich euch einmal hinweisen auf meinen Partner Holy Energy, die ja jetzt zum Winterschlussverkauf eine sehr, sehr geile Aktion für euch parat haben. Für alle Leute, die dort immer regelmäßig bestellen, vielen lieben Dank für den Support übrigens an der Stelle, gibt es momentan eine Aktion, und zwar ab einem Bestellwert von 30 € bekommt ihr hier so einen ja, Doppelapfel-Shisha Eistee dazu einfach obendrauf geschenkt. Ja? Also falls ihr ganz normal bestellen wollt, ne, ist das hier obendrauf einfach so ab 30 € geschenkt, und alleine das Ding kostet schon 20 €. Ja, also das ist einfach mal for free, so. Könnt ihr for free haben, wenn ihr ab 30 € hier irgendwas bestellt. Ne? Des Weiteren gibt es hier halt auch neue Probierpakete, die ihr gerne mal ausprobieren könnt. Für alle Neueinsteiger ist das der perfekte Einstieg in die ganze Sache, um sich mal da dran zu testen. Natürlich könnt ihr auch, wie immer, mich supporten und den Code DORZA5 eingeben, und da spart ihr euch dann einfach so 5 € bei dem Einkauf und supportet mich damit quasi indirekt. Oder mit dem Code DORZA bekommt ihr quasi 10% auf euren gesamten Einkauf. Könnt ihr sehen, welcher Code für euch mehr Sinn macht an der Stelle. Und ja, da auf jeden Fall zuschlagen. Ich glaube, bis zum 6. geht die Aktion noch, und wenn ihr da was bestellt, dann einfach den Code eingeben, und ab 30 € Bestellwert bekommt ihr hier einfach das oben drauf geschenkt. Ne? Und das ist, denke ich mal, ganz nice. Genau, das dazu. Und jetzt gucken wir mal auf den Spieler, den ich gemeint hatte. Und zwar befinden wir hier uns dafür auf S14 Polen. Ja, meine lieben Freunde, in Polen ist auf jeden Fall ordentlich was am Start, denn dort gibt es einen Spieler, der extrem interessant ist, wo man sagen könnte, okay, der könnte hier das ein oder andere ja, Rekordchen noch brechen in der Zukunft. Und da bin ich mal sehr gespannt drauf, wie das wird. Und zwar ist das der 3Arc oder der, ja, keine Ahnung, 3RK wird da hier geschrieben. Und ihr seht es schon, da ist hier irgendwas im Gange. Ne? Also hier kann ja nicht irgendwas ganz richtig sein. Der hat doch irgendwas vor. Der ist doch nicht ohne Grund so weit oben und hat so kranke Stats und keine Pots drin. Den einen oder anderen wird da vielleicht schon die Glocke klingeln und werden wissen, oha, okay, ja, der macht hier diese Taktik. So, ne? Also das ist jemand, der sich in der Ehrenhalle mit Absicht runterfallen lässt, keine Pots nutzt, beziehungsweise dafür auch wahrscheinlich kein Geld ausgibt und sich dann halt wieder hochpusht. So, ne? Und ja, dazu braucht er halt eben nicht unbedingt die Pots, verliert dadurch Statpunkte, und wenn er sich hochfarmen möchte, ja, dann holt er sich vielleicht einmal kurz Pots und farmt sich dann komplett hoch und bekommt quasi durch das Abfarmen der anderen Leute das Beutegold aus deren Tasche, beziehungsweise kann sich da halt eben so Statpunkte holen, indem er andere Leute angreift und versucht quasi, so gut es geht, halt eben das Gold halt zu bekommen. Und ja, das ist so seine Strategie, und sonst wäre er wahrscheinlich auch, ihr seht es ja hier schon im Vergleich, easy auf Platz 1, ne, ist jetzt gerade auf Platz 2 hier gerade, wird sich vielleicht gerade wieder droppen lassen im Moment. Er hat hier 158 und 157k Basispunkte im Vergleich zum ersten, der hat 148 und 58k, das ist ein meilenweiter Unterschied, und deswegen ist er hier easy auf Platz 1. Ne? Also das ist auf jeden Fall so seine Taktik, und die verfolgt er auch. So, ne? Und warum sticht jetzt der gerade so ins Auge? Naja, so basispunkttechnisch gesehen ist er eh schon ein Spieler, ich weiß nicht. Hier ist er gerade momentan in der Ehrenhalle oder in der IHOF, in der internationalen Ehrenhalle vertreten, und ja, ist da natürlich schon ordentlich am Start, besiegt hier sogar den Gegner, obwohl der Statpunkt technisch weit über ihm ist, so, ne?
Und genau, warum sollte man ihn jetzt so im Auge haben? Nun ja, dein Nachbar hat mir da einen Screenshot zukommen lassen, dass der junge Kollege hier ordentlich was vorhat. Und zwar hatte er die Stats getrackt von dem Kollegen und da sieht man, dass er hier ordentlich reingegrindet hat. So, ne? Also ich muss sagen, ihr seht mich da jetzt auch gerade in der Liste, ja. Und das war, ich sag mal so, Ende Dezember, Januar, Februar, so auch noch fast mit rein, waren für mich so die besten Monate, die ich je hatte in Guns, Shakes and Fidget. Da kam so viel dazu, da kam alles Mögliche mit rein. Der Legendary Dungeon, der ja auch teilweise ein bisschen buggy war auf S31 am ersten Tag, wo ich auch ein bisschen mehr Gold als der Durchschnitt vielleicht erfarmt habe, dadurch, dass das ja der erste ultimative legendäre Dungeon war und die Kisten quasi oder die Runs immer dreimal gezählt worden sind, aber so ein Eintritt als ein Run gezählt worden ist. Das heißt, ich hatte über längere Zeitraum mehr Gold aus den Kisten rausbekommen, quasi dreimal so viel, wie wenn man jetzt einen normalen Run reingehen würde und hatte im letzten Leggy Dungeon, glaube ich, knapp 10 Milliarden Gold gefarmt. Deswegen, das war absolut krank. Ja, davor kam dann noch, dass ich meine kompletten Früchte verkauft hatte. Ich glaube, das war Ende November oder so gewesen. Also insgesamt Ende letztes Jahr, Anfang dieses Jahr war für mich das absolut krankeste überhaupt. Und deswegen stehe ich da jetzt auch momentan auf Platz 3. Ich weiß jetzt nicht, wie es jetzt diesen Monat aussieht, beziehungsweise die letzten Wochen. Ob ich immer noch so krank weit oben bin, ich weiß es nicht. Ich bin sogar in diesem Zeitraum, also das ist jetzt vom 3.1.2023 bis zum 18.02.2023 gemessen. Der Zeitraum ist schon ein bisschen her jetzt wieder, ja, aber in letzter Zeit kam viel dazwischen. Ich wollte das euch trotzdem unbedingt zeigen. Und in diesem Zeitraum ist zum Beispiel Strider auf Platz 4 mit 11k Basis-Stat-Punkten, also 11,4k Basis-Stat-Punkten in dem Zeitraum. Ja, ich bin auf Platz 3 mit 11,5k vor Strider. Also das ist absolut krank, ja. Wirklich, das ist heftig, heftig, heftig. Dann kommt der Lasjek, ich kann immer den Namen nicht aussprechen, aber das ist auch ein top optimierter Spieler, der extrem krank unterwegs ist, auch konstant mit 12k Basis-Stat-Punkten. Also da kann man, das ist das Optimum von Optimum, sagen wir mal so. Ne? Mehr kann man da nicht wirklich rausholen, mehr geht nicht. Ne? Also viel mehr ist bald nicht mehr möglich so. Ne? Und dann haben wir halt eben den 3-Arc, ich nenne ihn mal so einfach, der in diesem gleichen Zeitraum wie wir, und ihr kennt ja Strider, wie krank Strider eigentlich immer performt, ne? Einfach 30.000 Basis-Stat-Punkte gefarmt hat, ja? Einfach 30k. Und das ist wirklich absolut geisteskrank, meine lieben Freunde. Das ist heftig. Das ist richtig kranker Shit. Und wenn man sich jetzt mal so die Basispunkte anguckt, dann ist er schon wirklich ganz, 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 ganz weit oben mit dabei. Ja, 311k Basis-Stat-Punkte hat er. Und das ist absolut heftig, ja. Da spiele ich noch lange nicht mit. Der Lasjak ist hier bei 283k und ich bin hier bei 238k. Also das ist wirklich noch extrem weit ab vom Schuss. Da brauche ich noch wirklich sehr lange, bis ich da mal irgendwann ankomme. Und Strider ist hier auf 336k. Ist hier natürlich immer noch die Speerspitze. Und diese Basis-Stat-Punkte hatte mir dein Nachbar ausgerechnet, wären in dem Zeitraum an Skillpunkten rund 14.000 Euro, die er dort investiert hat. Ich weiß jetzt nicht, an was diese 14k gemessen sind. Das kann mir Nachbar vielleicht nochmal schreiben, falls du das siehst. Ob das der Greifendrache, damit der Greifendrache geleast worden gemeint ist. Oder halt, ob das vielleicht die Arena-Angriffe, ich weiß nicht, ob das irgendeine spezielle Rechnung ist, aber ich gehe von aus, dass er da den Greifendrachen melken mit meint, mit den 14k Stat-Punkten, die er sich hier in den Zeitraum erfarmt hätte, gemeint ist. So, ne? Aber er wird wahrscheinlich nicht den Greifendrachen leasen, sondern halt einfach sich in der Ehrenhalle hoch und runter farmen und so das Beutegold farmen. So, ne? Und ja, das ist schon absolut heftig. Und jetzt in den Zeitraum vom 18.02. bis heute, den 1.03., hat er jetzt auch nochmal, wo haben wir es hier?
genau, hat er nochmal 4600 gefarmt. So, ne? Also ich hatte hier nochmal die Stat-Punkte ausgerechnet, was er hier hat, plus halt, was er am 18.02. gehabt hat. Und in dem Zeitraum hat er jetzt hier nochmal 4,6k gefarmt. So. Nachbarchen hatte mir halt geschrieben, dass er halt eben einer der stärksten Spieler der Welt werden möchte, eventuell, so vom Ding her. Auf jeden Fall ist er sehr investiert in die ganze Angelegenheit. Und um den Stärksten einzuholen, das wäre ja momentan gerade Strider, dann müsste er noch weitere 10.000 Euro, so laut der Rechnung. Ich weiß jetzt nicht, wie gesagt, wonach es genau geht, ob es Greifendrache leasen ist oder so. Müsste er nochmal weitere 10k investieren, um halt eben mit Strider gleichzuziehen. Und das ist halt eben sehr interessant zu beobachten, ob sich das Strider gefallen lässt oder nicht, weil Strider halt eben absolut keine Chance hat, mit diesen Kosten mithalten zu können, auf kurz oder lang, weil es für Strider halt extrem teurer ist als für 3Arc, jetzt sag ich mal, ne? Weil so ein Greifenleasen kostet einfach mal für 10 Millionen Gold 25 Pilze. Ne? 25 Pilze für einen Skillpunkt, die Strider machen muss, weil er so weit ab vom Schuss ist. Strider könnte sein ganzes Inventar ausziehen, keine Pots haben und er würde trotzdem gegen den zweiten auf dem Server gewinnen, weil er halt einfach viel zu stark ist für den Server. Der ist ausgestorben, da ist nichts mehr los. Können wir nochmal ganz kurz raufgehen, meinetwegen. USA 10, so. Selbst wenn er sich komplett nackig macht, ohne Tränke, ohne alles, dann würde er trotzdem gegen Rang 2 gewinnen, ja. Und das ist halt eben der große Nachteil von Strider, dass er sich halt eben nicht Statpunkte farmen kann. Weil Statpunkte farmen, sich droppen lassen in der Ehrenhalle ist deutlich günstiger, als wenn man den Greifendrachen leasen würde. Weil, also auf meinem Main ist es zum Beispiel so, wenn ich einen erfolgreichen Kampf gewinne, bekomme ich 2,4 Millionen Beutegold. So, ne? Wenn der Gegner mir das natürlich zulässt, so, ne? Also wenn er auch Gold hat. Und wenn man sich das hochrechnet, sind das, weiß ich nicht, 4 oder 5 im Maximalfall, sagen wir mal 5 Pilze. So. Man muss sich natürlich auch erstmal droppen lassen. Dafür braucht man natürlich auch Pilze. Ne? Also sagen wir mal hochgerechnet, wirklich, wenn wir es hochrechnen, so sagen wir zwischen sich droppen lassen und dann wieder angreifen, haben wir vielleicht so 8 Pilze, ne, die wir vielleicht investieren. 8 bis 10 Pilze für einen Skillpunkt. So, ne? Und das ist natürlich deutlich günstiger, als sich den Greifen zu leasen. Ja? Und deswegen sind für 3Arc natürlich jetzt momentan kann er günstiger sich die Statpunkte farmen, als Strider es eben kann. Wir kennen aber Strider. Strider ist jemand, der sich halt behaupten möchte, der sehr weit oben stehen möchte. Und ich glaube, dass er halt eben nicht großartig den Platz 1 hergeben möchte. Bisher hat er immer, wenn er, keine Ahnung, nicht auf Platz 1 gewesen ist, noch eben Greifen geleast, dass er halt eben noch auf Platz 1 ist. Jetzt beobachtet man halt aber eben, dass, auch mal andere Leute die meisten Basis-Stat-Punkte in einem gewissen Zeitraum farmen. Und deswegen könnte es tatsächlich sein, dass vielleicht Strider auch bald von den Basis-Stat-Punkten her abgelöst werden kann. Deswegen ist so jemand wie Strider halt auch eben extrem krass dafür, so eine Serverfusion zu haben, ne, weil halt sein Server komplett dead ist. Weil auf einem neuen Server könnte er sich komplett durch die Ehrenhalle durchfarmen und dort deutlich günstiger Stat-Punkte farmen, als halt eben er sich jetzt die Greifen leasen muss, weil er halt eben jeden anderen Gegner auch nackig klatschen würde. So, ne? Ja. Das ist so das Ding momentan gerade, sehr interessant zu beobachten. Also er hat hier in kürzester Zeit Statpunkte in Wert von 14k gemacht, wenn man es jetzt vielleicht mit Greifen rechnen würde, eventuell. Und das ist schon extrem krass und ich bin gespannt, wo die Reise hier noch hingehen wird. Ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden, wenn es da was Neues geben sollte. Und ja, genau, das war es soweit zu dieser Folge. Vielleicht war es interessant für euch, vielleicht auch nicht, keine Ahnung. Ja, aber ich wollte es auf jeden Fall mal euch zeigen.
Und wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung, Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Falls ihr natürlich auch Stat-Punkte farmen wollt und dafür Pilze braucht, dann empfehle ich euch natürlich über den Webshop von Shakes & Fidget, über meinen Code, euch Pilze zu kaufen. Ja, nochmal zum Ende nochmal kurz eingebaut hier. Gut, Leute, das war's soweit von mir. Ich wünsche euch noch einen super schönen Tag. Vielen lieben Dank für den Support und haut rein. Bis zum nächsten Mal.